Weil wenn wir eigentlich wissen, dass sich keine guten Entscheidungen treffen lassen, wenn um uns herum Lärm ist, wenn in uns drin Unruhe ist, warum machen wir es dann trotzdem? Hello und herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Gedanken, Impulse, Gefühle und wenn dich das irgendwie alles überschlägt, beziehungsweise wenn sich das Gedankenkarussell mal wieder richtig schön schnell dreht und du irgendwie, es verpasst hast auszusteigen, beziehungsweise nicht wirklich aussteigen kannst, weil der Gurt sich irgendwie immer fester zieht und du aus diesem Karussell nicht rauskommst. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie gehst du mit negativen Gedanken um? Und Freitag habe ich dir ein Video hochgeladen, wo es eben darum geht, kraftgebende Rituale, habe ich dich auch ein bisschen in meine Morgenroutine mitgenommen und den Umgang mit negativen Gedanken. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, ich habe dir das unten auch in den Shownotes verlinkt, auf meinem YouTube-Kanal Niklas Mohlfeld, schau dir das sehr gerne an. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nehme ich dich auf einen Waldspaziergang mit und teile dir schon mal so ein paar Gedanken dazu. Und heute möchte ich das gerne noch vertiefen, weil ihr durch eure Kommentare, durch eure Nachrichten gezeigt habt, okay, das ist ein Thema, was ihr gerade auch sehr, sehr stark fühlt. Wir haben alle irgendwie dieses Gedankenchaos bei uns im Kopf und finden für uns selbst einen Umgang damit, wie wir damit am besten klarkommen. Und das ist gar nicht immer so leicht. Bei Negativen haben wir diesen Druck noch stärker, dass wir uns immer irgendwie denken, das muss jetzt direkt gelöst werden. Heißt, wenn irgendwie ungewollte Gefühle, ungewollte Gedanken hochkommen, dass du das annimmst, dass du das akzeptierst und dass du das da sein lässt. So, und das klingt in der Theorie super schön. Das klingt total schön, wenn wir uns das durchlesen, dann denken wir, ja Mann, das ist es. Das ist es einfach. Das probiere ich das nächste Mal aus. Und dann kommt so eine Situation, dann denkst du dir, nee Mann, das ist es einfach gar nicht. Das ist es nicht. Das hängt natürlich immer so damit zusammen, was das gerade so für eine Situation ist, in der du dich befindest. Doch, wie gesagt, ich spreche wieder nur so Themen an, die mich auch gerade beschäftigen. Und ich kann dir nur sagen, mich setzt das selber irgendwie unter Druck, ne? Wenn jetzt irgendwie Situationen da sind, wo Gedanken und Gefühle hochkommen, die einfach ätzend sind, wo du einfach keinen Bock drauf hast, die einfach unangenehm sind und die du nicht fühlen willst, die du nicht denken willst, dann ist das nicht leicht, genau in diesen Situationen dann zu sagen, ja okay, dann das darf alles da sein, ne, das nehme ich jetzt einfach mal an und schau mal, was so daraus entsteht. Schau mal, was so vielleicht die Botschaft dahinter ist und guck da mal ein bisschen näher hin und geh dann da rein, weil ich habe ja gehört, irgendwie das soll gut sein, wenn ich mir das dann direkt angucke und schaue, was steckt für eine Botschaft dahinter und warum kommt jetzt gerade dieses Gefühl, warum kommt dieser Gedanke in mir hoch und da gehe ich jetzt rein. Und dann löst sich das auch auf. Und da setzen wir uns super oft unter Druck. Ich weiß nicht, wie dir das geht, vielleicht geht dir das ähnlich, doch mir geht das auf jeden Fall so, dass ich mich dann immer unter Druck setze und sage, okay, jetzt ist dieser Gedanke da, jetzt ist dieses Gefühl da, dann muss ich jetzt auch direkt da reingehen. Dann muss ich das jetzt direkt annehmen können, dann muss ich das jetzt direkt anschauen und auch loslassen können. Und das funktioniert einfach nicht immer so. Das funktioniert vielleicht so, wenn du in dem Bereich auf einem super hohen Level unterwegs bist und da schon jahrelange Praxis hast, jahrzehntelange Praxis hast. Und selbst dann würde ich mal behaupten, dass dich solche Gefühle und Gedanken immer noch triggern, dass du das nicht direkt loslassen kannst. Und das ist auch menschlich. Das ist okay so. Und deswegen möchte ich dir das hier nochmal mitgeben, dass du dich da eben nicht so krass unter Druck setzt, dass du das direkt immer lösen musst, sondern dass es vielleicht auch manchmal gut tut, erstmal ein bisschen Raum zu geben, ein bisschen Abstand zu gewinnen und erstmal aus dieser Situation rauszukommen. Gedanken und Gefühle lassen sich nicht immer genau auf der Ebene lösen, wo sie auch entstanden sind. Meistens lassen sie sich nicht auf der Ebene lösen, wo sie entstanden sind. Sondern es tut gut, erstmal rauszuzoomen. Vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel vorzunehmen und dann aus einer anderen Perspektive nochmal drauf zu schauen und das vielleicht dann anders beurteilen zu können. Vielleicht mit einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Vielleicht mit anderen Personen darüber zu sprechen, um
eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Oder dass du dich rausbegibst in die Natur zum Beispiel, wie ich das dann da mit dem Waldspaziergang gemacht habe. Oder durch ein richtig saftiges Workout, dass du dir so den Kopf erstmal ein bisschen freipustest. Und diese Gedanken, diese Gefühle, die dich einfach nur noch weiter runterziehen und in so einen Negativstrudel ziehen, dass du die loslassen kannst, dass du die erstmal aus deinem Kopf rausspülst, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwimmen gehen zum Beispiel oder mit einem einfach ein saftiges Workout hilft mir persönlich immer total gut. Einfach erstmal Raum zu geben, den Gedanken Raum zu geben und neue Luft an den Kopf zu lassen, dass du nicht die ganze Zeit in dieser eingeengten Perspektive bleibst, sondern dich auch öffnest für andere Perspektiven, für andere Möglichkeiten, für neue Blickwinkel und dann wieder dahin zurückkehrst. Und was mir da auch gut hilft, ist, wenn ich die Gedanken aufschreibe. Ganz oft, wenn du es aufschreibst oder wenn du darüber sprichst, dann gibst du dir selbst eigentlich Antworten, die du sonst nicht finden würdest. Das heißt, du hast irgendwie eine Frage im Kopf, wie kriege ich diesen Gedanken jetzt gelöst oder wie kriege ich das Problem, die Herausforderung gelöst, die für diesen Gedanken, dieses Gefühl verantwortlich ist. Und du kommst aber nicht auf eine Lösung, sondern du verbeißt dich so krass in diesem negativen Gedanken, dass du gar nicht offen bist für eine Lösung. Und indem du es aufschreibst oder indem du darüber sprichst, öffnest du dich für Möglichkeiten. Indem du es aufschreibst, kommt dir auf einmal ein neuer Gedanke, weil wieder Platz oben ist, weil du den Gedanken, der dich beschäftigt hast, aufgeschrieben hast, ist wieder Raum für neue Gedanken und dadurch entsteht auf einmal dann eine Lösung. Das Aufschreiben, das darüber sprechen, das hilft mir immer wieder, um Klarheit zu gewinnen, um in dieser Lösungsfindung ein bisschen weiterzukommen. Und dann auch, um Gedanken, die dich stören, loszulassen. Und ich habe letztens noch eine schöne Geschichte dazu gelesen. Denn wenn du vorstellst, du gehst in einem Wald spazieren und kommst an einem wunderschönen kleinen See vorbei, der von Bäumen umgeben wird und das Wasser von dem See ist herrlich klar und frisch und du kannst von Weitem schon erkennen, dass du bis auf den Grund schauen kannst, weil das so richtig klares Wasser ist. Du siehst die ganzen Strukturen unten und dann lässt du so einen Stein flitschen oder wirfst einen Stein einfach in das Wasser rein und das Wasser wird direkt unruhig. Ja, der Schlamm an dem Boden wird aufgewirbelt und versperrt dir dann automatisch die Sicht auf den Grund des Sees. Und du bleibst ein bisschen an dem See stehen und nach ein paar Minuten beruhigt sich das Wasser wieder, die Oberfläche ist wieder spiegelglatt und du kannst dein eigenes Spiegelbild wieder im See entdecken. Wenn du ein bisschen länger wartest, dann stellst du auch fest, dass sich der Schlamm wieder gesetzt hat. Dann siehst du auch, dass sich alles wieder so ein bisschen innerlich beruhigt hat, ne? Dass du wieder bis auf den Boden runterschauen kannst und die Strukturen auch wieder erkennen kannst. Wenn wir das Prinzip des stillen Wassers jetzt auf unseren Geist anwenden, auf unsere innere Unruhe, auf die Gedanken in unserem Kopf anwenden, dann heißt das, dass dein Grundzustand eigentlich Ruhe und Gelassenheit ist. Wie der See, der einfach unberührt entspannt ist, eine glatte Oberfläche hat, ein ruhiges Inneres, ein klares Inneres und alles ist erkennbar. Doch dass genau diese Stimmung, diese Ruhe, diese innere Klarheit ganz oft von Gedanken und Gefühlen durcheinandergewirbelt wird, durcheinander gebracht und gespült wird und wir durch diese ganze innere Verwüstung der Gedanken und Gefühle gar nicht mehr richtig klar sehen können. Und genau deswegen ist Achtsamkeit so wichtig. Weil wir durch Achtsamkeit, durch Meditation, durch Spaziergänge, durch bewusstes Wahrnehmen lernen, einfach mal still zu sein, einfach mal ruhig zu sein und Abstand zu gewinnen, eine gewisse Distanz zu gewinnen und unseren Geist dann auch wieder zu beruhigen. Ganz konkret auf unsere Gedanken und Gefühle angewendet, wenn wir für eine kurze Zeit warten. Wenn Gedanken und Gefühle da sind, die uns stören, warten wir für eine kurze Zeit, lässt der Sturm um uns herum nach. Warten wir ein bisschen länger, können wir uns selbst wiedersehen, sehen wir unser Spiegelbild im See. Wenn wir weiter warten und still sind,
dann können wir den Grund der Dinge sehen. Das stille Wasser des Sees beschreibt es eigentlich perfekt. In dem ganzen Chaos in dir, im Gedanken- und Gefühlschaos, kannst du nicht wirklich klar sehen. Wenn um dich herum nur noch Lärm ist, in dir komplette Unruhe ist und Chaos, dann kannst du keine klaren Gedanken fassen und auch keine guten Entscheidungen treffen. Eigentlich wissen wir ja, dass wir irgendwie erstmal so ein bisschen Abstand brauchen und setzen uns aber selber irgendwie unter Druck, weil wir es ja mal gelesen haben, dass das gut sein soll, uns direkt damit zu beschäftigen, dass wir dann auch direkt da reingehen müssen, weil wir das doch so gelernt haben. Beziehungsweise weil uns das in einer Instagram-Quote mal so vorgeschlagen wurde. Für dich einen Weg findest, wie du innere Ruhe erlangen kannst. Und das kann sein, dass du dich direkt in das Gefühl, in den Gedanken reinbegibst und diesen Gedanken, dieses Gefühl annimmst und zulässt. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du erstmal den Abstand suchst, dass du auf Distanz gehst und für dich erstmal innere Ruhe und Klarheit gewinnst, um dann zu dem Gedanken, zu dem Gefühl zurückzukehren. Das ist ganz individuell. Und natürlich können gewisse Theorien und Praxen und Impulse und Denkanstöße und Studien, dies können alles total gute Inspirationen sein. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass du das nicht einfach so übernimmst und annimmst, sondern dass du das auch ein bisschen hinterfragst und für dich überlegst, was ist denn für mich persönlich richtig? Was passt denn überhaupt für mich? Probier diese Dinge gerne aus. Wenn das für dich passt, super gut. Wenn das für dich nicht passt, probier es ein bisschen anzupassen und schau, was für dich passt. Ganz wichtig. Weil wenn wir eigentlich wissen, dass sich keine guten Entscheidungen treffen lassen, wenn um uns herum Lärm ist, wenn in uns drin Unruhe ist, warum machen wir es dann trotzdem? Warum versuchen wir krampfhaft in solchen Situationen direkt eine Lösung zu finden? Warum muss immer direkt eine Lösung da sein? So, Herausforderung ist da, bam, Lösung. Nee, won't happen, wird einfach nicht so funktionieren. Also warum versuchen wir das die ganze Zeit krampfhaft? Wir haben irgendwie gar nicht so die Kontrolle über uns oder über das, was wir sagen, über unsere Gedanken, weil wir uns dem komplett hingeben. Weil wir eben nicht diese Distanz dazwischen schaffen, dieses kurze Durchatmen, um dann mit klarem Kopf darüber zu reden, sondern wir gehen direkt, lassen uns von unseren Gefühlen einnehmen, gehen voll in dieses Denken rein und sprechen dann auch genau aus diesem inneren Unruhezustand mit anderen Menschen und auch mit uns selbst. Sagen Worte, tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun oder sagen wollen und ärgern uns dann im Nachhinein darüber. Und wenn du dich regelmäßig in dieser Achtsamkeit übst, in diesem bewussten Wahrnehmen, heißt das noch lange nicht, dass du in solchen Konfliktsituationen oder in solchen inneren Zwiespälten genau perfekt verhältst oder richtig reagierst. Das ist keine Garantie dafür. Doch die Chance, dass es so ist, dass du das bemerkst, wenn dich wieder irgendwas triggert und unangenehme Gefühle oder Gedanken in dir aufsteigen, dass du das bemerkst und das wirklich wahrnimmst, bewusst, die Chance ist wesentlich höher, wenn du dich regelmäßig in Achtsamkeit übst. Und genau deswegen machen wir das. Was mir jetzt gerade noch so dazu einfällt, ist das Bild der Bäume im Wald. Denn das möchte ich dir hier noch kurz abschließend mitgeben, weil jedes Mal, wenn ich im Wald spazieren gehe und zuvor irgendwie einen Gedanken oder ein Gefühl hatte, was ich gerne loslassen möchte durch diesen Spaziergang, dann beobachte ich da immer gerne die Bäume, weil die Bäume sind im Boden tief verwurzelt. Da macht's nichts aus, wenn irgendwie mal ein Wind da ist, wenn mal ein kleiner Sturm da ist. Die Wurzeln, die sind fest im Boden verankert und die bewegen sich auch kaum. Wenn du jetzt aber dir einen Baum anschaust und da weht so ein Wind durch, dann ist oben die Baumkrone, wo die ganzen kleinen Äste sind, die ist ständig in Bewegung. Die weht hin und her und die Äste fallen teilweise sogar auch runter, wenn der Sturm ein bisschen krasser ist. Doch der Kern des Baumes, die Wurzeln, der dicke Stamm, der steht da, der ist minimal auch in Bewegung. Wenn du genauer hinschaust, kannst du das auch erkennen. Doch das Innere des Baumes, das ist stabil. Das ist ruhig. Und die Wurzeln im Boden, die sind ruhig, die sind stabil, die sind fest. Und genau dieses Bild schenkt mir in solchen Situationen immer extrem viel Ruhe, extrem viel Kraft und Gelassenheit, weil ich mir dann immer so vorstelle, okay, ich selber habe das auch. Ich selber habe auch in mir so eine
wie so eine innere Wurzel der Ruhe und der Gelassenheit, die immer da ist, die immer irgendwie ruhig ist, die immer irgendwie klar ist und auf die ich auch jederzeit Zugriff habe, doch meine Gedanken und meine Gefühle bringen mich ganz, ganz oft weg davon. Bringen mich oft genau in meine Baumkrone, hier in den Kopf rein. Das heißt, Gedanken und Gefühle wirbeln das alles immer wie die oberen Äste im Baum, wie die Baumkrone immer hin und her, alles durcheinander. Und wenn du das jetzt bildlich überträgst und dich selber wie so einen Baum eigentlich siehst, ist jetzt eine sehr bildliche Sprache hier gerade, doch das hilft mir total, um das so zu verdeutlichen und vielleicht hilft es dir gerade auch, dann stellst du dir vor, dass deine Füße die Wurzeln sind. So, und du stellst dich einfach gerade hin, vielleicht wenn du draußen bist oder auch wenn du irgendwo im Zimmer bist und diese innere Unruhe spürst und hin und her geweht wirst von Gefühlen oder Gedanken, dann stellst du dich aufrecht hin und stellst dir vor, dass deine Füße die Wurzeln sind, die bis in den Boden reinragen, wie beim Baum. Und je weiter du nach oben gehst, desto unruhiger wirst du, desto mobiler wirst du auch. Und dein Kopf ist gerade komplett im Hin- und Herschwingen, im Chaos, in einer inneren Unruhe. Gedanken und Gefühle schießen durch deinen Kopf durch, wie die oberen kleinen Äste, die im Wind die ganze Zeit hin und her wehen und keine Ruhe finden. Und wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit oben in deinem Kopf bleibst und versuchst, in diesem Chaos noch eine Lösung zu finden für Gedanken und Gefühle, die dich gerade sowieso schon komplett überfordern, glaubst du ernsthaft, da findest du eine wirklich konstruktive Lösung? Nein, findest du nicht. Nein, wirst du nicht. Deswegen gehst du jetzt in dieser Übung mit deiner Aufmerksamkeit in deine Wurzel, heißt in deine Füße. Du gehst aus deinem Kopf raus mit deiner Aufmerksamkeit, wie so ein kleiner Bodyscan, einmal durch deinen Körper runter in deine Füße, in deine Wurzeln und stehst mit deinen Füßen, mit deinen Fußsohlen fest auf dem Boden. Verwurzelst dich, erdest dich im Boden, spürst, wie deine Füße ruhig auf dem Boden stehen. Und genau diese kurze, kleine Visualisierung hilft mir immer wieder, diese Ruhe zu bewahren. Wurzeln schenken Kraft und Halt und Stärke in einer inneren Unruhe. Und du bist nicht in dieser flatternden Baumkrone oben. Und wenn du dann wieder diese Ruhe hast, die dir deine Wurzeln schenken, dann kannst du wieder nach oben gehen und kannst dann wieder bildlich gesprochen, in den Baum hochklettern, in die oberen Äste und hast dann diese Ruhe. Kannst dann entspannt auf den oberen Ästen sitzen, in deinem Kopf, und dann wieder überblicken. Dann hast du einen Überblick. Boah, das liebe ich jetzt gerade wieder. Jetzt kommt mir wieder noch ein Bild dazu. Dann bist du oben in der Baumkrone und hast dann einen Überblick. Dann hast du eine Weitsicht, weil du dann viel mehr wieder überblicken kannst. Doch wenn du oben in der Baumkrone bist und es weht dich die ganze Zeit hin und her, dann kannst du ja nicht da still sitzen und irgendwie einen Überblick dir verschaffen, sondern dann bist du damit beschäftigt, dich irgendwo haltlos dran festzuklammern und bloß nicht irgendwo runterzufallen. Wenn jetzt aber der Baum ruhig ist, der Sturm abgeklungen ist, dann sitzt du oben in der Baumkrone, bist vielleicht auf einem entspannten Ast und hast den Überblick, kannst Dinge überblicken, kannst aus einer anderen Perspektive vielleicht draufschauen. Das schenkt dir inneren Frieden, weil gerade so dieser Punkt, dann runter in die Wurzeln zu gehen, dann wieder hoch in den Kopf zu gehen, das heißt in die Baumkrone und dann Überblick zu haben, das hat jetzt gerade nochmal gut reingekickt. Das feiere ich. Geil. Danke. Danke, dass du mir jetzt hier gerade die Möglichkeit dafür gegeben hast. Total cool. Und ich bin sehr gespannt, wie du mit negativen Gedanken umgehst. Wie du mit diesem Gedankenchaos fertig wirst. Wie du den Ausstieg aus dem Gedankenkarussell findest. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn du magst, teil sehr, 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 sehr gerne mal deine Gedanken zu diesem Thema. Vielleicht auch deine Strategien, deine Lösungsansätze, wie du damit umgehst, mit mir, mit uns allen, bei Instagram @niklasmohlfeld, gerne auch unter dem neuesten Reel, unter dem neuesten Post oder per Nachricht an mich oder per Mail an niklasmohlfeld, zusammengeschrieben @straffinsight.de oder hier als Rezension, würde ich mich sehr drüber freuen. Ganz viel Kraft für dich, wenn du gerade in so einem inneren Gedankenchaos bist, dann schicke ich dir viel Energie rüber, wünsche dir viel Kraft für diese Zeit und möchte dich hier nochmal daran erinnern, dass du auf gar keinen Fall alleine damit bist. Vielleicht konnte ich dir mit dieser Folge dafür heute ein bisschen Inspiration schenken, ein bisschen Kraft schenken und manchmal hilft auch einfach der Gedanke, dass du damit auf gar keinen Fall alleine bist.
Und damit wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Für dich zum Mitnehmen. Happy Inside ist gleich straff Outside und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Dein Niklas, du wundervoller Mensch.